Als nächstes werden wir uns das M10-Gewinde anfertigen. Also zuerst vorbohren, ansenken, Gewinde bohren. So. Und als allererstes werden wir uns antasten, damit wir wissen, wo wir überhaupt sind. Wir werden uns jetzt da antasten, 11 mm reinfahren und dann da antasten und da reinfahren. Soweit die Theorie. Dann fahren wir 11 mm rein. Und natürlich brauchen wir die 5. Klar. Geht schon besser aus. So, dann fahren wir dazu. So, da brauchen wir jetzt 5 mm verändern. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Und einer muss ich 19. Ja. Theoretisch sind wir jetzt genau über den Mittelbock. Und praktisch auch. Dann werden wir uns einmal genau Bäuer montieren. Vorher nehmen wir noch die Unterlagen raus, nicht, dass wir sie da reinbohren. Ne? Ein wenig Blödsinn. Schaut halb gut mittig aus. So, da können wir mit mehr fahren. Probieren wir das mal. Ja, das hätten wir mal. Und für M10 brauchen wir 8,5. Und ungefähr 500 Umdrehungen. Also bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Dann werden wir uns eine schöne Senkung machen. Damit der Gewindebohrer fröhlich greift. Und da haben wir ein ordentlicher Flutschi drauf. Und dann schauen wir, wie es geht. Voll ist, sind wir durch auch. So, der Gewindebohrer ist noch ganz.
Hui! Wunderbar! Ja, da müssen wir vielleicht einmal reinfahren. Aber das machen wir mit der Hand. Weil wir müssen es sowieso senken, auch noch auf der anderen Seite wieder voll. Das funktioniert einmal. Ne? So, dann fahren wir nochmal mit dem Senker drauf. Weil das jetzt auf der richtigen Seite angesehen. Ja. Dann drehen wir ein wenig Bohrer mit durch mit der Hand. Dann müsste das funktionieren. Dann werden wir uns da die zwei M6 reinmachen. Damit wir immer von der gleichen Stelle ausgehen, haben wir sich einmal die Bogen markiert. Einen Anschlag hergestellt, damit wir einen Anschlag haben. Ne? Da, ne? Damit ich unten nicht aufstehe, legen wir da zwei Unterlagen her. Da stehe ich auf meinen Anschlag an. Die Echen raus ist uns relativ wurscht. Bei uns geht es um den gleichen Abstand. So, dann werden wir mal antasten, damit wir wissen, wo wir im Raum sind. Dazu spannen wir uns unseren Taster ein. Stellen unser Gerätchen auf, was weiß ich, von mir aus 1000 Umdrehungen. So, jetzt sind wir mal da im Nullpunkt. Fast. 5 mm müssen wir reinfahren, weil er der 10 mm hat. So, das ist unser Nullpunkt. So, dann müssen wir natürlich auch noch so reinfahren. Unser Teil hat 30, 2, 29, 97, 500 auf die. Also wir müssen so einer 15 mm. Wir brauchen einmal 6 fürs erste Loch. Machen wir wieder eine Lackierung. Und dann brauchen wir 14 mm. Machen wir sie noch eine Lackierung. Ja, mit einer Digital Readout war das natürlich alles ein Kinderspiel. Und dazu müssen wir da nicht denken. Dann holen wir uns die 15 mm. So, 5 mm für den Durchmesser. So, 5 mm damit wir auf Null sind. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß, der Rosenmäher am Anfang Nachbarn. Wirklich. So, wir sind jetzt auf 0. Und jetzt brauchen wir 15 mm, damit wir so, den können wir klemmen, weil da ändert sich jetzt nichts mehr dran. So, wir haben uns unseren schönen Anbohrer eingespannt und bohren wir jetzt einmal locker rein. So, einen 5er Bohrer für das 6 mm Kernloch. Wenn wir es einen wieder zu. Ne? Das haben wir mal ungefähr so. Dann werden wir uns das schön aussenken mit der Gewindebohrer freudig greift.
nehmen wir unseren Gewindebohrer. So, dann schmieren wir ordentlich auf Flutsch auf. Damit er da beschwerdefrei reinsaust. Angerissen ist einmal nicht. Ne? Das ist schon mal die halbe Mitte. Dann fahren wir unsere 14 mm nachher. Zuerst machen wir die Klemmung vom Tisch auf. Ne? Klar. Nehmen wir uns wieder unseren Anbohrer. Also gerade so erwischt, dass wir es in der Hegen lassen können. So, geben wir wieder die Schmier dazu. Und fahren wir. Machen wir uns wieder eine schöne Senkel. Langsame Drehzahl. Schmier drauf. So. Wir haben da zwei wunderschöne M6-Gewinde drinnen. Fertigstellen, dann am Schlagstock, weil wie das geht. Das wird ihr ja wissen. Ne? Und das Ganze dann nur dreimal. Dann hätten wir das auch. So, dann werden wir sie die 6er Gewinde viel schneiden. Mega flutschi. Okay. Das sind durch. Das zweite auch noch. Ja, jetzt stehen wir an. Und wir sind durch. Und wenn wir jetzt da in unserem 10er Gewinde garantiert einen Grat drin haben, dann drehen wir den nochmal ins 10er Gewinde rein, damit keine Ruhe ist.
Ja. Wunderbar. Und das Ganze jetzt noch 4-mal. Nein, 3-mal. Entschuldigung. 3-mal. Nächste Runde. Wir fräsen jetzt da einen 2 mm tiefen 10 mm breiten Steg rein, damit die Aufsatzbocken nachher Führung haben. Dazu haben wir so einen 10 mm Halbmetallfräse eingespannt. Am Unterlagen, damit wir immer auf der gleichen Höhe sind. Und haben einen Anschlag, damit wir da immer den gleichen Abstand haben. Das heißt, theoretisch brauchen wir immer nur die Stichel austauschen und 4 zurückfahren. Theoretisch. Probieren wir das. So, schauen wir mal, was das geworden ist. Er schreit zwar ein wenig, aber das darf ein Hartmetallfräser nicht wehtun. so, was sagt die schlaue Schublade? 4,9. Fast 5. Nein, das lassen wir. Wie sollten das da 2 mm sein, das passt genau. Und der Hächen haben wir 10. 10,1. 10,05. Passt. Aus, so fahren wir. So, dann werden wir die alle A-Seiten machen, angrauen und dann die zweite Seite. So, nachdem wir die erste Kanten ohne Werkzeugverlust gefräst haben, werden wir jetzt die zweite machen. Dazu spannen wir uns das da wieder ein. Fahren auf den Anschlag zu. Schrauben den Schraubstock dazu. Sonst weiß ich ein Schraubstock. Klopfen das da gefühlvoll wieder. Jetzt halt. Und fräsen die nächste Runde. Auf geht's. So, jetzt sind wir neugierig, was wir da für ein Maß zusammengebracht haben. Gestrichen. Passt. So, jetzt Nummer 3.